Ein Ausblick ist ein Projekt von 4 Studenten, die nach Costa Rica gegangen sind und dort ein soziales und mediales Projekt mit Kindern und Jugendlichen aus San Isidro de El General gemacht haben. Mit unserem Projekt Ein Ausblick haben wir versucht, globales Denken, kosmopolitisches Sein zu fördern und haben damit auch das Projekt von Christian Petzold unterstützt, das Pura Vida Skateboarding-Projekt, das in San Isidro de El General Jugendliche versucht, von der Straße und von Kriminalität und Drogen wegzuholen und ihnen positive Beschäftigung zu bieten, indem es ihnen Skaten beibringt und einen Skateplatz zur Verfügung stellt. Es baut eigentlich darauf auf, dass Freiwillige dorthin kommen, um Workshops zu machen, jeglicher Art. In unserem Falle waren es Medienworkshops im Bereich Film, Fotografie und Sound. Und sollen die Kinder eigentlich dazu befähigen, dass sie mehr Perspektiven in ihrem Leben finden können, Interessen wecken und vor allem zum eigenen Engagement beitragen. In Costa Rica hat sich das in den letzten Jahren verändert. Das ganze Ackerland wurde irgendwie aufgekauft von Großkonzernen und die kleinen Bauern. Es hat sich halt nicht mehr gelohnt, für die irgendeinen kleinen Acker zu betreiben und deswegen sind die alle jetzt in die Stadt gekommen und mittlerweile eigentlich arbeitslos. Und deswegen ist auch gerade in Pérez Celedón, wo eine Stadt ist ohne großen Tourismus, die Anzahl der arbeitslosen Jugendlichen extrem hoch und sie haben halt einfach keine Perspektive. Sie wissen nicht, wohin mit ihnen. Sie können 1000 Lebensläufe ausfüllen und man wird einfach nicht genommen, weil es keine Jobs gibt in dieser Region. Es ist mir stark aufgefallen, dass viele nicht so recht wissen, was mit ihrer Zeit anfangen sollen. Wobei ich nicht glaube, dass das ein Problem von kostarikanischen Jugendlichen ist. Das glaube ich eher ein Problem von Jugendlichen. Was ich ja doch schon auch von kostarikanischen Jugendlichen glaubt habe zu erkennen als Problem, ist das Drogenproblem. Sie haben sehr leichten Zugang zu Drogen. Sie kosten zwar Geld, das sie in den meisten Fällen nicht haben, aber wenn sie dieses Geld haben, dann haben sie auch sehr leicht die Drogen. Und soweit ich das von den Leuten dort mitbekommen habe, schaffen es keinen Umgang damit und stürzen dann eigentlich recht schnell ab. Also dass in diesen Vierteln also praktisch nichts für diese Kinder und Jugendlichen angeboten wird, dass sie wirklich ausgeschlossen sind von der Gesellschaft, keine Möglichkeiten haben, auch Studium sehr schwierig. Niemand kümmert sich darum, ob die regelmäßig in die Schule gehen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind so, dass die also tagtäglich ums Überleben kämpfen müssen. Und die familiäre Situation auch sehr oft in der Hinsicht, dass es Familien sind mit einem sehr schwierigen Hintergrund. Zirkus ist ein Projekt, das also jetzt mehr als 10 Jahre besteht. Und es war eigentlich ein Zufall. Wir haben seit 1996 angefangen, hier in San Isidro verstärkt für die Kinder und Jugendlichen in den Außenvierteln uns einzusetzen. Damals sind sehr, sehr viele aus diesen Vierteln ins Stadtzentrum gezogen und mehr oder weniger dann auf der Straße gelandet. Und wir haben gesucht nach Möglichkeiten, diese Tendenz, diese soziale Degradierung zu bekämpfen und haben einen Kommentar aufgemacht, dass alle diese Kinder, die im Stadtzentrum eben betteln und
Drogen ausgesetzt worden, zumindest ein Essen anzubieten. Und das über etwa 5, 6 Jahre. Und wir haben ihnen auch angeboten, Kurse, zum Beispiel Sprachkurse oder Kunsthandwerk, was ein bisschen beitragen hat können für ihr Überleben, ihr eigenständiges Überleben. Und haben dann 2001 unter den vielen Freiwilligen, die immer in dieses Projekt aus Europa gekommen sind, einen gehabt, der von Zirkuskünsten sehr viel Ahnung gehabt hat, eine Ausbildung gehabt von Linz. Und dieser Gerhard Bürcher hat angefangen, in den Vierteln Zirkustraining anzubieten. Und das hat ungeheuer eingeschlagen. Und wir haben gesehen, dass das etwas ist, was wirklich die Kinder ungeheuer interessiert und wo sie also jede freie Minute dann aufgewendet haben und haben das weiter und weiterentwickelt. Es ist ein Projekt, ich muss sagen, also das erfolgreichste Projekt, das wir hier in Costa Rica entwickelt haben. Also Sport ist wie auch die kulturellen Tätigkeiten, Theater, Tanz und Zirkus, wie wir es machen, eine ganz gute Möglichkeit, auch diese Kinder in ihrer Freizeit zu beschäftigen und dann auch so in der integralen Entwicklung, glaube ich, der Kinder spielt das eine ganz wichtige Rolle. Wir denken, dass eben Projekte wie das Skate-Projekt hier genauso eine tolle Möglichkeit ist, die Kinder aus diesen Verhältnissen rauszubringen, ihnen andere Perspektiven zu geben, ihnen eine integrale Förderung ihrer Persönlichkeit zu ermöglichen und einfach andere Perspektiven zu geben. Mi nombre es Ricardo. I'm 22 years old. I'm a local here in San Isidro, Pérez Celedón de Costa Rica. And yeah, I work in this project. What is this project? Pura Vida Skateboarding Project. Das Pura Vida Projekt ist ein Platz, der einen Skatepark hat, wo wir probieren, mit den Kindern zu arbeiten. Das heißt, wir bieten verschiedene Workshops an, wo die Kinder teilnehmen können, und wir bieten einfach eine Alternative zum normalen Schulsystem in Costa Rica über Skateboarding. Das kam so, dass ich jemanden kennengelernt habe, der hat sein freies soziales Jahr in Costa Rica bei Vida Nueva gemacht. Das ist unser Partnerverein in San Isidro. Und ich fand die Idee klasse, was sie da machen. Auch, die machen halt viel mit Zirkusprojekten und bauen die Kids damit auf. Und ja, das ist halt einfach ein schönes Projekt. Und ich habe gedacht, dass man das mit Skateboardfahren auch machen kann. Wir wollen eigentlich den Kindern unsere Idee von Skateboard-Kultur näher bringen und damit die Kinder unterstützen in ihrem weiteren Leben. Man schafft halt ein großes Gemeinschaftsgefühl. Wenn man jetzt im Skatepark ist oder Skateboardfahrer, hat man halt eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Und es ist halt wirklich Freundschaft, und es ist egal halt, wie gesagt, ob schwarz, weiß, arm oder reich. Das funktioniert halt auf jedem Erdteil genau gleich. Und ja, außerdem ist es halt auch eine körperliche Aktivität, die dich fit hält, und du willst halt immer weitermachen und immer dich selber pushen. Und ich denke, das ist eine gute, ja, dass man das aufs Leben auch gut beziehen kann. Ne? Man muss sich halt selbst immer wieder überwinden. Ne? Also, um halt schon alleine so einen Trick zu lernen, braucht es unheimlich viel
ja, Power und auch teilweise Selbstdisziplin auf jeden Fall, um wirklich dran zu bleiben. Ja. Und das hilft einem dabei, Grenzen zu überwinden. Ja. You can learn a lot from skateboarding. For example, you can, if you fall, and you have to stand up again and try it again. And that's a really important lesson that not everybody can see it, but I think that's life. If you fall, you have to stand up again and try it again. It's about desarrollo social, to make friends and to enjoy skating. You know? Nee, das ist halt das Schöne irgendwie am Skateboardfahren. Ist quasi wirklich eine Sprache. Also auch du kannst ja auch mit jemandem Skateboard fahren, obwohl du nie dieselbe Sprache sprichst. Und du klatschst beim gestandenen Trick oder so. Und es ist halt wirklich, du kommst irgendwo hin und triffst einen Skateboardfahrer. Und das ist meistens, du teilst halt was. Vor Ort gab es 3 Workshops, an denen ich teilgenommen habe oder die ich mitgemacht habe. Der erste Workshop war ein Fotografie-Workshop, den wir mit unserem Sponsor, mit Lomography, realisiert haben. Wir hatten in Costa Rica 10 Kameras und massig Filme dabei und das war unser Initialworkshop dort mit den Kindern. Die Idee von dem Lomo-Workshop war, den Kindern für 24 Stunden die Kamera zu überlassen, also die wirklich mitzugeben, sodass sie Verantwortung dafür tragen, die Kamera auch wieder zurückzugeben. Und die kreative Idee dahinter war, dass die Kinder innerhalb von 36 Fotos 24 Stunden ihres Lebens festhalten, und zwar am besten so heterogen wie möglich. Und damit haben wir den ersten Lomo-Workshop eigentlich auch gut über die Bühne gebracht. Der Lomografie-Workshop war auch für uns wie so ein Testrun. Wie weit können wir den Kindern vertrauen und inwieweit können wir denen auch wirklich Equipment in die Hand geben und ob wir es wieder zurückkriegen. Deswegen war für mich ein super schöner Moment, wo wir am nächsten Tag wieder zum verabredeten Zeitpunkt am Skatepark waren. Und es hat in Strömen geregnet, trotzdem waren alle Kinder da und alle Kameras sind zurückgekommen. Und so wurden wir halt auch bestärkt, weitere Workshops zu machen und dass wir auch mit den 5Ds oder mit einem anderen Equipment den Kindern vertrauen können. Der zweite Workshop, den wir gemacht haben, war ein Filmworkshop. Die Idee war, dass die Kinder inhaltlich selber bestimmen konnten, was sie machen möchten. Natürlich wollte jeder ein Skate-Video drehen. Beim Filmworkshop, den wir in ein paar Gruppen unterteilt haben, damit die nicht zu groß werden, sind wir zum Skatepark runtergestartet, haben uns das mit den Kindern vorher ausgemacht, wann wir uns treffen, haben denen eine kurze Einführung gegeben in das Kamera- und Tonequipment und haben die dann eigentlich komplett alleine ihr Ding durchdrehen lassen. Wir sind ihnen dann als technische Unterstützung zur Seite gestanden. Wir wollten, dass das auch wirklich ihr Film wird. Aber die eigentliche Arbeit haben die Kinder dort selbst gemacht. Auch das Schneiden später des Films, die Auswahl der Musik. Somit sind 4 coole Skate-Videos zustande gekommen in verschiedenen Altersgruppen. Und dann waren die meistens recht neugierig, was daraus wird. Was mir aufgefallen ist, weil wir jetzt, auch seit wir zurück sind, natürlich mit vielen Kindern und Jugendlichen dort befreundet sind auf Facebook, dass die Kids dort immer wieder mit ihrer kleinen Projektkamera, die sie zur Verfügung haben, eigene Skate-Videos machen und auch die Schnitttechniken, die wir mit ihnen zusammen besprochen haben, die wir gezeigt haben, anwenden und ihre eigenen Videos posten. Der letzte Workshop hat bei meinem zweiten Besuch in Costa Rica stattgefunden und die Idee war, aus verschiedenen
Müllinstrumenten oder aus verschiedenen Dingen aus dem Müll Klänge zu erzeugen und Rhythmen zu generieren. Wir haben im Vorfeld verschiedene Sachen aus dem Müll gesammelt, Blechdosen, Plastikflaschen, Stöcke, alles was Klänge von sich gibt, die für uns interessant waren. Der Workshop war auch, weil ich alleine war, zusammen mit Mariano, was ich sehr schön fand, weil die Idee war, die Jugendlichen dort stark zu involvieren oder stärker zu involvieren, sodass sie nicht von Freiwilligen abhängig sind, die da hingehen, um irgendwas zu machen. Ja, so haben wir eigentlich zu zweit einen schönen Trommelworkshop gemacht, den er weiterhin jetzt auch fortführen möchte, was mich sehr gefreut hat. Ich finde, dass Pura Vida Skateboarding ein wunderschönes Projekt ist. Das zeigt, wie man mit ganz geringen Mitteln, aber sehr viel Engagement eine tolle Sache auf die Beine stellen kann. Wie man die Kinder und Jugendlichen unterstützen, fördern und selbst dabei so viel von ihnen lernen kann. Ich bin wirklich froh, Teil von diesem Projekt geworden zu sein und sehr dankbar für alle Erfahrungen, die ich machen durfte. Ja, das ist halt genau deswegen, weil wir es gemacht haben, ne? Weil wir halt jeden irgendwie involvieren wollen in dem Projekt. Und genau das ist halt das Ding, wo Skateboarding ansetzt oder das Projekt ansetzt, dass man halt jeden zusammenführt, egal ob reich oder arm. Ich denke auf jeden Fall, dass wir in den Kindern schon einige neue Perspektiven geöffnet haben, dass sie sich ein bisschen überlegt haben, was kann man so anfangen mit seiner Freizeit oder auch vielleicht karrieremäßig und neue Ideen hineingeschmissen haben, wie sie sich verwirklichen könnten. Komm mit dem Examen vor. Very good. Mit dem Projekt konnten wir den Kindern bestimmt einiges in Sachen Medien beibringen. In Sachen Filmen, in Sachen Aufnahme, Audio, auch Fotografie. Und das hat uns alle, glaube ich, sehr gefreut. Was ich aus Costa Rica mitgenommen habe, ist auf jeden Fall ein anderer Blick auf meine eigene Kultur, auf die fremde Kultur. Und was ich auf jeden Fall für mich selber mitgenommen habe, sind Freunde am anderen Ende der Welt.